Was geht, meine Freunde? KobeBjoern ist am Start. Heute mit einem Video über LaMelo Ball. Es geht darum, ist er der Number One Draft Pick und wie sieht sein Draft Scouting Report aus? Zumindest der von ESPN. Das wollen wir uns jetzt mal angucken. Ist ein 13-Minuten-Video. Ich weiß nicht, ob wir uns alles angucken. Vielleicht machen wir in Teil 1 und Teil 2 daraus, je nachdem, wie lange das ganze Ding wird. Jetzt aber erstmal gib ihm. The whole NBA is talking about LaMelo Ball right now. His basketball IQ, his feel, his positional size, all high level. He has scouts so impressed. He is a potential number one pick. Finde ich cool, wie sich die Wahrnehmung zu LaMelo in den Jahren wirklich ständig verändert hat. Also überlegt mal, als wir angefangen haben in Chino Hills, als noch Lonzo in dem Team gespielt hat. Dann war Lonzo weg, dann hat LaMelo alleine dort gezockt mit Liangelo, hat dort 92 Punkte gemacht in einem Game, musste dann nach Litauen gehen, kam wieder, musste dann nach Australien, kam wieder. Es ist echt interessant. He seems to have all the skills at what, 6'7", 6'8"? Here's a player that scored 90 points in a high school game. Das ist das Interessante an ihm. Er ist halt wirklich 1,97 oder 2 Meter mittlerweile. Für das Skillset, das er hat, er ist wirklich ein guter Point Guard. Also er hat eine sehr gute Spielübersicht. Er kann sehr gut passen. Das ist schon interessant, dass er in so einem großen Körper steckt. MELO Ball is the guy that NBA scouts are going to be traveling across the globe to watch. I mean, his basketball IQ being 6'7", being able to play pick and roll and pass the way he does, I mean, that's just special. Ball with the steal and the jam! Das haben wir damals alles gesehen, diese Highlights aus der NBL. Da hat er wirklich gute Spiele gehabt. Ich glaube, die größte Frage, die wir uns bei ihm stellen müssen, ist einfach die Disziplin, weil er wirkt manchmal auf dem Feld ein bisschen sloppy. Das ist, glaube ich, die beste Art, es zu beschreiben. Er wirkt einfach so ein bisschen manchmal, als würde es ihn nicht wirklich interessieren. Er hat in der NBL definitiv Fortschritte gemacht, auch defensiv. Aber ob er das jedes Mal abruft, ist halt eine andere Frage. A windy road with a chaotic pit stop in Lithuania, but LaMelo Ball is arguably the most talented prospect in the entire 2020 draft class. Was jetzt nicht so viel bedeutet, weil der 2020 Draft ist relativ schwach. And a potential number one pick, thanks to his elite basketball instincts and creativity at 6'7". Den haben wir gesehen in einem der Videos. Then we see the replay. Nice find by LaMelo Ball. The look away always there. Also er hat Handling, er hat Passing, er hat Spielübersicht und er ist athletisch. Und das als 2 Meter großer Point Guard, also er hat definitiv einen Platz in der NBA. Die Frage ist halt, geht er wirklich Number One? Triple-double waiting to happen with the way he plays. Just so active in all the different areas. And there's the great vision. Physically, Ball unsurprisingly holds similarities to his older brother Lonzo. Ja. Wingspan noch nicht erfasst bei LaMelo. 1 Inch größer als Lonzo, also 6'7", also 2,1 Meter. Lonzo dagegen 6'6", 1,98 Meter, etwa das gleiche Gewicht. While an inch taller, his frame and length are nearly identical at the same age. Even athletically, there are resemblances with quick feet and excellent open court speed. Die Stärken. Ball has elite positional size for a point guard at 6'7", with a steadily improving frame and solid length. His tools, along with his instincts, make him a factor on the glass, as he's averaging 8.6 rebounds per 40 minutes. Okay, hier muss man aber aufpassen. 8.6 Rebounds per 40 Minutes. Das heißt, die Stats sind angepasst. Diese 8.6 klingen zwar gut, er stand aber wahrscheinlich keine 40 Minuten auf dem Feld. Although not always seeking contact, he'll eventually have the body to take smaller guards to the front of the rim off the bounce. Das denke ich auch. Ziemlich safe. That height also allows him to see over defenders, picking apart defenses with his vision. A non-defender as a youngster, Ball is starting to show flashes on that end in part because of his size and quick feet. Genau. Here you can see how he slides on the perimeter, bodying up the opponent and eventually battling in the post, winning the hand fight and denying a post touch. That doesn't happen every time down with. Das war eine sehr, sehr gute Possession von ihm. Er hatte halt wirklich die komplette Possession gegen seinen Mann gefightet und hat das Duell gewonnen. This inconsistent focus level, but in the switch-heavy NBA, Ball has a lot of value if he buys in. He's also able to turn defenders in the backcourt when he's fully engaged, covering ground quickly with the slides in part because of his size. Das weiß ich nicht, weil ich finde, dass seine Slides relativ langsam sind und in der NBA hast du verdammt schnelle Guards und vor allem die kleineren Guards, also ein Kemba Walker, ein Kyrie Irving, diese Top Guards wirklich in der NBA, die werden einfach an ihm vorbeiziehen. Also da kann er noch so schön in der NBL ein bisschen sliden. Das ist nicht schnell genug, um da gegen die Top Ballhändler in der NBA zu bestehen. Although we don't have an official wingspan measurement, he has great positional length for a point guard and is able to bother jump shooters when he's fully stretched out.
eventually being able to guard 1 through 3 if he locks in. Also die Vorteile von einem 2,1 Meter großen Point Guard muss ich, glaube ich, nicht weiter erwähnen. Die sind einfach da. Die Länge, du spielst meistens gegen 1,80 bis 1,90 Typen. Du hast immer den Vorteil. He was also knocked for his casual nature as a high schooler, and he's turned into one of the league's elite defenders at his position, something MELO has a chance to do as well. Above all else, it's Ball's feel for the game and passing instincts that make him such a special prospect. Absolut. It starts in the open court, where he passes bigs open with high arcing, one-handed touch passes that generally land right in the breadbasket. Now, Illawarra's aging bigs have cost Ball quite a few assists so far this season, but that hasn't deterred him from rewarding his teammates for sprinting the floor. Ihr wisst, ich liebe sowas. Also jeder, der meine Kanäle kennt, der weiß, ich sterbe für Point Guards, die aus dem Backcourt einfach nach vorne passen, dort den Mann finden. Keiner in der Defense ist ready für diesen Pass, keiner erwartet den Pass und du flickst ihn einfach am besten nur mit einer Hand, dem Handgelenk nach vorne. Ich liebe sowas und das hat er und das hat auch Lonzo und deswegen haben die beiden auf jeden Fall einen kleinen Sweet Spot bei mir. He also does have that on-the-money football-style pass, Perfekt. a staple of the run-and-gun Chino Hills teams that took over high school basketball. Ball is electric when he pushes off the break also, showing off his open court speed, trusty handle, and accuracy to find open shooters. Here's Ball's most eye-opening transition pass of the season. Now, after securing the defensive rebound, he whips his head around to see what his options are, identifying Aaron Brooks early. From there, he makes his way toward the former NBA guard, slowing up just enough to give Brooks time to sprint past 2 defenders. Ball fires a one-handed no-look pass with just enough English to sneak through the tight window, yet hit Brooks right in the hands in stride. Wow, da war wirklich eine Menge Englisch da dran. Warte, den müssen wir zurückskippen. Das habe ich in der Slow-Mo gar nicht gesehen. Makes his way toward the former NBA guard, slowing up Sieht just man enough das hier to schon? give Brooks time to sprint past 2 defenders. Ball fires a one-handed no-look pass with just enough English to sneak through the tight window, yet hit Brooks right in the hands in stride. Wow, was ein Pass. Das ist wirklich ein Special Pass für einen 18-Jährigen. Da war eine Menge Englisch dran. He plays with a lot of flair in the open court and incentivizes teammates to get out and fill the lanes. Like most of the NBA's best passers, Ball is elite off the dribble with the ability to deliver passes with either hand. This is one of his most impressive highlights of the year, as he evades the hard hedge with a wrap dribble, transfers the ball back to his right hand with one bounce, and drops off a behind-the-back dime to the roll man, basically all in one motion. He's absolut clean, genau wie er es auch gesagt hat, aus dem Dribbling passen. Essentiell für einen NBA Point Guard und er hat das drauf. Diese Highlights stimmen mich gerade echt positiv, dass er relativ hoch gedraftet wird. Operating off straight instincts, basically freestyling on the floor. He's excellent at whipping the ball to teammates with a head of steam, showcasing incredible accuracy. A lot of players would just take the lane to the rim here, but Ball sees Mitch Creek hustling toward the cup, decides 3 is better than 2, and delivers the frozen rope for the hockey assist. Again, great pace and pick and roll. Here he sees the weak side defender loaded up to help on the roller and takes advantage with a laser beam to the shooter on the wing. He's ambidextrous and accurate with his deliveries. Er hat diese kleinen Hesitations drin. Also er versteht genau das Spiel. Er weiß genau, wann, wo sein Mann sein wird, wie die Defense reagieren wird. Und dementsprechend verlangsamt oder beschleunigt er seinen Schritt und sein Dribbling. Das ist sehr impressive für so einen jungen Guard. Boasting a 2.75-to-1 assist-to-turnover ratio through 7 regular season games. Ball also manipulates defense with his eyes, creating angles for himself with lookaways and ball fakes. The majority of his passes come of the no-look variety, and you can see here the window he opens by simply showing the ball to the corner before darting a look-away pass to the roller over the top. There are a lot of subtleties to his passing attack that play a big role in his accuracy and his timing. Again, here you can see he freezes the on-ball defender by looking off to the corner as the big streaks down the lane, firing an absolute dime to Sam Froling right on the money. His ability to deliver the ball from all different angles allows him to fit passes into crevices most point guards can't. Here, neutralizing the help defender's length by shifting his eyes up toward the rim while dropping the bounce pass down to the cutter.
It may look unnecessary at times, but these look-offs buy just enough time to delay rotations and generate clean looks for his teammates. Das würde ich auch sagen. Seine No-Looks sind auf keinen Fall unnötig. Er braucht die, er setzt die gut ein. Er hat halt ein unglaublich gutes Gefühl für das Spiel. Das nochmal auch zu dem letzten Punkt. Er weiß halt genau, wie bestimmte Spieler auf einen Blick reagieren, auf einen Cut reagieren, auf einen Passfake. Und das nutzt er aus, liest es und handelt dann danach. Macht er wirklich gut. In addition to his next-level passing, Ball is also an instinctual cutter, diving backdoor if he's overplayed and then picking apart the scrambling defense from there. His quickness and size help him shake defenders, and then his basketball genius shines. Here with the accurate backhanded bounce pass to the open shooter. Guter Pass auch. Lastly, his instincts show up on the offense. Das kann ich jetzt nicht 100% unterschreiben. Ich weiß jetzt nicht, ob er so ein guter Cutter ist. Wir haben jetzt auch nur 2 Highlights davon gesehen. Vielleicht gab es nicht mehr, vielleicht gab es doch mehr. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Will es ihm aber auch nicht absprechen. Ich habe es nur nicht genug gesehen. He's regularly around the ball, reading it off the rim impressively to create extra possessions. His feel really shines through here as he somehow knows exactly where Aaron Brooks is on the floor without even looking his direction. Then again, a picture-perfect tap-out right into the shooting pocket that could have easily gone for an assist. Aber dazu will ich noch sagen, da hilft ihm halt auch wieder seine Größe. Also er hat eine sehr gute Spielübersicht, aber dass er diese Rebounds abgreift, liegt halt daran, dass er größtenteils einfach von deutlich kleineren Spielern verteidigt wird. Dadurch kann er sich in die Zone sneaken, dadurch kann er hochspringen, den Ball raustappen, rausschlagen, wie auch immer. Ein weiterer Vorteil, wenn du ein 2 Meter großer Point Guard bist. Unlike Lonzo, LaMelo has a whole bunch of wiggle and shake to his game, regularly putting defenders on skates. It starts with a basic left-handed hang dribble, which will become extremely valuable should he ever develop into a more consistent pull-up three-point shooter. He has counters off this also, showing his agility on left-to-right spins to get to the front of the rim. Ja, er hat halt vor allem einen sehr cleanen Hezzy. Also wenn er am Dribbeln ist, mit der linken Hand oder mit der rechten Hand, dann geht er immer so mit der Hand in die Nähe des Balles, dass du Angst haben musst, dass er dir den Pull-Up reinballert. Aber dann geht er doch wieder mit der Hand weg und attackiert wieder den Ring oder setzt einfach sein Dribbling fort. Und durch diesen Hezzy, dadurch, dass er immer wieder die Hand in die Nähe des Balls tut, dadurch verschafft er sich halt eine Menge Freiraum, beziehungsweise der Verteidiger weiß einfach nicht, wie er reagieren soll. Und dann kann er eben entweder abdrücken für den Pull-Up oder er kann direkt zum Korb ziehen. Decal or not, he leaves defenders wobbly with his ability to stop on a dime, going to this behind-the-back stomp dribble to shake his man. He uses this to set up his three ball as well. He also keeps bigs off balance on switches, mixing in sweeping crossovers with quite a bit of shift in his lower body. Wieder ein his ability super to go from Pass. slow to fast into combo moves is rare for a player his size, and he uses that to split ball screen coverages, keeping the ball low and tight to avoid turnovers. Sehr starker Move gerade, sehr, sehr starker Move. Den Pick in der Mitte auseinandergenommen, sich richtig durchgequetscht durch die beiden Verteidiger und dann noch das starke Finish. Then there's this Jordan-esque Nice. spin along Wieder. the baseline, leaving his defender stuck before creating an open three. He'll need to become a more efficient half-court scorer down the road, but having the ability to shift gears at his size gives LaMelo considerable upside as a scorer. Although he's shooting under 20% from three so far, Okay, wichtig. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt immer, LaMelo Ball hat den krassesten Range. Er hat auch eine sehr, sehr gute Range. Aber unter 20% von der Dreierlinie ist Trash. Und da können die Leute dann noch so viele Highlights posten bei Instagram, wo er mal einen trifft von der Mittellinie. 20% Dreierquote ist Trash. Ball has natural touch on his three ball with his feet set or off the dribble. He's actually knocked down 7 of 17 catch-and-shoot threes through 10 regular season and preseason games. And his overall percentages are more a reflection of his shot selection than his actual touch. Sehr gute Analyse. Er meint jetzt hier, dass der Touch nicht das Problem ist, sondern einfach nur die Wurfauswahl an sich. Dass ein Catch-and-Shoot eigentlich relativ gut schießt und dass er einfach aus dem Dribbling wahrscheinlich zu wilde Dreier nimmt, als dass man die halt in irgendeiner Weise in einem NBL-Game reinmachen könnte. Gute Analyse, guter Punkt. According to our database, he's an 83% free throw shooter on 230 career attempts. He has deep range and unwavering confidence. Despite somewhat of a two-handed push shot and undisciplined mechanics, he gets fairly straight rotation and is capable of lofting the ball in from distance. Sehr guter Begriff, der hier gefallen ist. Undisciplined Mechanics. Das bringt's wirklich auf den Punkt. Sehr, sehr guter Scouting-Report. Also Shoutout an ESPN. Das haben sie gut gemacht. His touch also shows on his float game, which he'll fire from all over the floor, even close to three-point range.
Whether off one leg or two, he's able to use this bailout shot to neutralize shot blockers, even if he goes to it a little more than you'd like, given his size at 6'7". Ja, also den Floater finde ich auch überragend und den hat er im Repertoire von allen Seiten, von überall auf dem Feld mit beiden Händen. Der ist stark, sein Floater, und in der NBA hilft dir der. Du brauchst ihn vielleicht nicht in Highschool-Games oder in der NBL, aber in der NBA, wo dann DeAndre Jordan oder ein Jared Allen beispielsweise bei den Nets steht, da bist du froh, wenn du so einen Floater im Repertoire hast. Ball is also an instinctual defender who can wreak havoc in the passing lanes. He's averaging 2.3 steals per 40 minutes so far and does a lot of his damage in the backcourt after turnovers or misses, a staple in the way he played as a youngster. Whoa. He has outstanding anticipation in the half court as well, reading the opponent's eyes to jump on the ball and use his quick hands to jar it loose. These defensive instincts were developed basically from being the youngest of 3 brothers, playing horse and 21 in the backyard. He's still learning defensive schemes. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Warum bekommst du defensive Instinkte, wenn du Horse und 21 spielst? Das ist Bullshit. Aber er hat recht, dadurch, dass er der jüngere Bruder war und natürlich immer den körperlichen Nachteil hatte, musste er halt wahrscheinlich sehr auf Steals gamblen, um überhaupt mal an den Ball zu kommen. Nur das passiert halt nicht im Horse. In rotations, but he's slowly understanding where to be in pick and roll. Here in perfect position to help on the roller. Now, he doesn't always use his body to wall up in these situations, but the instincts are certainly there. Then again, you can see his timing here, rotating out of the corner to block the roller at the rim. Should he ever fully commit to the defensive end, LaMelo Ball has the instincts and physical tools to be an impactful defender at the NBA level. Weiß ich nicht. Schön, dass er das am Ende noch gesagt hat. Also wenn LaMelo sich wirklich committet und auch den Body noch draufpackt, also die Muskeln noch draufpackt und dann wirklich committed ist, Defense zu spielen, dann ja, weil dann bist du einfach ein 2 Meter Verteidiger auf der Point Guard Position mit langen Armen. Wir sehen das bei Ben Simmons, der noch ein Stück größer ist, was er für ein Elite-Verteidiger ist aktuell. Und das Gleiche kann LaMelo theoretisch auch erreichen. Ich weiß noch nicht, ob er es machen wird, weil die Einstellung ist halt schon ein Thema. Okay, damit sind wir am Ende von diesem Video angekommen. Ich habe ja schon gesagt, ich will es nicht zu lang machen und ich schätze mal, dass jetzt das Ende halt die Schwächen sind. Darüber sprechen wir dann gerne im nächsten Video. Sagt mir mal, wie euch das Video gefallen hat. Mir persönlich hat es sehr gefallen. Ich fand es herausragend herausgearbeitet von ESPN. War wirklich ein guter Draft-Scouting-Report. Ich bin gespannt auf die Schwächen. Die machen wir dann, wie gesagt, im nächsten Video. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Peace.